Hallo liebe Freunde von Delta4 und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir dürfen heute exklusiv hier von der Abenteuer Allrad in Bad Kissingen euch ein bisschen was zeigen. Und zwar, ja, ich würde mal sagen, vor allem unseren Stand und vielleicht einfach noch im Nachhinein ein paar Impressionen von der Messe, ein paar Umbauten von uns, ein paar Fahrzeuge von uns und so weiter. Also lasst euch gerne überraschen und ja, ich würde sagen, wir machen einfach so einen Walk-Around mal hier über unseren Stand und zeigen euch alle Neuheiten, die wir hier auf der Messe präsentieren. Ja, dass, falls ihr es nicht geschafft habt auf die Messe, trotzdem ein paar schöne Eindrücke gewinnen könnt. Also, kommt mit. Ja, wir fangen beim, glaube ich, absoluten Highlight mal wieder an. Und zwar ist es natürlich unser Porsche 992. Und zwar ist es das gleiche Fahrzeug, das wir letztes Jahr schon präsentiert haben auf der Messe. Wir haben jetzt aber ein bisschen das Konzept geändert. Wir sind ein bisschen sportlicher gegangen. Das heißt, wir haben den Dachträger abmontiert und haben dafür diese große Lichtleiste auf dem Dach montiert. Auf jeden Fall sticht natürlich eins komplett ins Auge, das ist die neue Folierung, dieses schöne Grün mit den roten Akzenten. Aber ich glaube, es ist wirklich gelungen. Also mir persönlich gefällt er so, wie er jetzt da steht, ein Ticken besser als letztes Jahr mit dieser weißen Folierung. Was meint ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und ja, weiter geht's hier an unserem Stand. Und zwar hier stellen wir zusammen mit Cooper Tire aus. Die präsentieren natürlich einige ihrer Reifen, ihre extremen Offroad-Reifen. Hier haben wir zum Beispiel ein 40 Zoll Cooper Discoverer STD Pro. Also ich glaube, wir haben fast kein Fahrzeug, wo wir das wirklich montieren können. Ist auf jeden Fall richtig cool und mächtig. Und hier unter dem Zelt steht unser Ford Ranger. Natürlich auch mit Cooper Tire Reifen und natürlich komplett umgebaut. Das ist ein Beast-Umbau. Ich glaube, das Auto habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Verbreitert, höher gelegt. Frontbügel, alles was dazugehört zu einem schönen Beast-Umbau. Und ja, ich glaube, passt sich hier ganz gut an. Dann können wir hier weitergehen. Ja, hier haben wir den brandneuen Fiat Ducato, den 8er, und zwar in der Maxi-Ausführung. Und ja, auch wieder ein schönes Delta-Paket montiert mit schönen Felgen, Klassik B. Den Ring hat der Kunde, der uns dankenswerterweise das Auto zur Verfügung gestellt hat, leicht modifiziert. Ist im Endeffekt zweifarbig, sieht glaube ich auch, oder sieht wirklich gelungen aus, auch weil die Bremssättel ein bisschen farbtechnisch angepasst hat. Dann haben wir natürlich hier unsere zusätzlichen Radardeckungen hingebaut und natürlich auch höher gelegt um 40 mm, dass halt wirklich Böschungswinkel, Bodenfreiheit und so weiter einwandfrei wirklich passt. Vielen Dank da an Blau-Weiß Familiencamping im Van der Horm auf Instagram dafür, dass wir das Auto zur Messe bekommen haben. Es sind auch noch ein paar Gimmicks verbaut, auch ein bisschen was von Frontrunner zum Beispiel. Ja, und vorne haben wir noch einen Frontbügel verbaut mit Scheinwerfern und wir haben auch neue Scheinwerfer jetzt integriert im Grill. Das können wir jetzt auch für den Fiat Ducato anbieten. Das ist jetzt auch im Endeffekt die Neuheit für diese Messe. Und ich glaube, es sieht wirklich super aus. Das gefällt mir farbtechnisch auch mit diesem Elefantengrau. Das ist wirklich toll gelungen. Das sieht man, was man halt wirklich aus so einem Camper alles machen kann. Ne? Ja, hier geht es weiter. Hier haben wir im Endeffekt unseren E-Transit mit unseren Felgen. Also ein relativ dezenter Umbau, aber man sieht, was man aus so einem Fahrzeug machen kann, wenn man eben nur die Bereifung ändert. Und hier ist natürlich auch wieder ein Highlight, und zwar ist es hier der Mercedes Sprinter in der Freistadt-Edition. Da ist ja auch der Benedikt zum Glück da und kann was zum Innenleben und so weiter sagen. Es ist wirklich toll geworden, auch mit der neuen Felge, mit der Hamner. Das Fahrzeug ist auch höher gelegt, verbreitert. Das Auto gibt es jetzt schon relativ oft in dieser Ausführung, weil halt wirklich der Freistaat da sehr eng mit uns zusammenarbeitet und wir das Glück haben, dass wir halt da wirklich unsere Teile an diese Fahrzeuge bauen dürfen. Dann geht es hier weiter. Jedes Jahr kristallisiert sich so ein Highlight des Standes heraus, wo man gar nicht denkt, dass es so gut ankommt. Und zwar ist es hier unser VW-Bus T7, und zwar in der Offroad-Edition mit unserer neuen Felge, auch der Hamner in 18x9, die wir halt auf der Messe jetzt komplett neu präsentieren. Und auch mit unserem Loderreifen AT #1, MS und Schneeflockensymbol in 255, 55 R18. Dann haben wir natürlich diese extrem markanten Verbreitungen auch angebaut. Das Fahrzeug auch höher gelegt, um ca. 35, 40 mm. Und Dachträger auch adaptiert für dieses Fahrzeug, dass der wirklich nicht mehr wiederzuerkennen ist. Also es ist wirklich das Highlight des Standes und auch das, sind ganz viele Leute auf den VW schon gekommen und freut uns, dass der wirklich so gut ankommt.
Hier unser Mercedes G-Klasse, unser G500, der war ja letztes Jahr auch schon auf dem Stand. Diesmal ein bisschen verändert. Wir haben den Dachträger so ein bisschen bestückt, um zu zeigen, was so möglich ist. Und wir haben auch hier unsere Ham9 18x9 montiert, was wirklich ein schönes konkaves Tiefbett erzeugt und auch mit diesen roten Ringen einfach, glaube ich, ein schönes Gesamtbild herstellt. Verbaut wurde natürlich auch unsere Höherlegung, und zwar um 50 mm, plus auch noch ein Bodylift-Kit um 50 mm. Also der ist wirklich extrem hoch, obwohl er nicht mal eine Portalachse hat. Trotzdem erscheint er so, als hätte er welche. Dann haben wir natürlich auch unseren Frontbügel verbaut, Verbreiterungen, 40 mm pro Seite breiter als die AMG-Verbreiterungen und Dachträger, wie gesagt, Leiter, Ersatzradhalterung, ja, und alles natürlich auch wieder mit TÜV-Teile-Gutachten. Das heißt, ihr könnt das alles problemlos eintragen lassen. Hier stehe ich vor unserem Land Rover Defender, und zwar natürlich der neue Defender, hier schön im Babyblau. Den haben wir relativ dezent verändert, und zwar haben wir da im Endeffekt nur die Rad-Reifen-Kombination geändert mit unserer Classic B in 20 Zoll und einem schönen BF Goodrich in 275er Breite. Natürlich auch mit TÜV-Teile-Gutachten, und ja, kann man Plug and Play bestellen. Ja, hier stehe ich neben unserem Mercedes Sprinter Beast, der war letztes Jahr auch schon auf der Messe. Dieses Jahr noch ein bisschen krasser geworden, auf jeden Fall hier mit diesen Breitbaubacken. Riesen Verbreiterung haben wir hingebaut. Das ist im Endeffekt der Prototyp. Und jetzt schauen wir auf der Messe, wie das ankommt. Und dann werden wir sehen, ob wir das wirklich dann auch auf den Markt bringen. Also falls euch die gefallen, schreibt uns gerne einen Kommentar. Dann haben wir da auch hier ein schönes Feedback, würde uns mega freuen. Ansonsten haben wir auch hier unsere Ham9 18x9 verbaut. Hier im klassischen Design, also mit schwarzem Ring, schwarze Felge und silbernen Schrauben. So wie man sie normalerweise am Berg bestellen kann. Ansonsten ist er natürlich höher gelegt, 40 mm. Und am Heck haben wir noch einige Gimmicks verbaut, dann ist der Frontbügel vorne verbaut und ja, eine kleine Armada an Scheinwerfern, um halt auch unsere Pia-Scheinwerfer vorzustellen. Alles so wie er da steht, natürlich auch mit TÜV-Teile-Gutachten. Alle Teile verkaufen wir nur mit TÜV-Teile-Gutachten oder einem E-Prüfzeichen. Ja, ich hoffe, euch hat meine kleine Standtour gefallen. Alles, was ihr gesehen habt, kommt natürlich mindestens mit einem TÜV-Teile-Gutachten. Das heißt, ihr müsst euch keine großen Sorgen machen über Eintragung und so weiter. Da unterstützen wir euch natürlich. Ihr könnt jederzeit bei uns anrufen, uns eine E-Mail schreiben, wie auch immer. Stay tuned.